Wir sind unterwegs nach Norwegen. Gleich geht der erste Flieger hier draußen nach Amsterdam. Dann wird geswitcht nach Bergen. We're very happy to have you here, so let's go and press some records then, yeah? Yeah. All right? Yeah. So our school is basically to help students that drop out getting back on track. We have a wonderful opportunity here, which is for the first time ever set up a course purely for the education and training of press operators into the industry. We have the wonderful Matter of Fact here passing on their exceptionally good insight technically on how the machine works and how to get the very best of it. Und wenn du denn so geil warst und unten den Hahn zugemacht hast, doch, alles Sugar, alles Sugar, alles Sugar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der knallt oder nicht. Alter! Oh. Die ist tipptopp. Jawohl. So wollen wir das sehen. Toll, großer. Gut Ich gemacht. krieg keine Gänsehaut jetzt. Toll. Schöne. Lark 224. Original. It's like a porno. For you guys it is. Hi. Wir sind unterwegs nach Norwegen. Da gibt es ein kleines Presswerk in Bergen. Das startet jetzt demnächst, beziehungsweise sind die auch schon richtig weit. Wir werden die bis Sonntag coachen. Tipps und Tricks. Ich habe einen unserer besten Operator, neben Daniel, der Maui, mitgenommen. Und der Sören, der steht hinter der Kamera. Ich würde am liebsten auch wieder nach Hause fahren. Mein erster Flug heute. Maui hat ein bisschen Flugangst, aber heute ist mein Geburtstag, darum feiern wir auch ein bisschen. Ist so. Wir freuen uns auf jeden Fall nach Norwegen, die Jungs dort. Wir kennen die schon und wir freuen uns, denen wirklich unsere Geheimnisse zu verraten, dass die demnächst richtig geile Platten pressen können. Dazu muss ich noch sagen, das ist ein, wie soll man es sagen, das ist ein staatliches Presswerk. Es ist für Arbeitseinsteiger, für Schulabgänger, Arbeitseinsteiger, die wieder neu Fuß fassen wollen. Das ist für uns ein total geniales Projekt. Sowas unterstützen wir gerne. Die starten dann richtige Schulklassen und die Leute lernen, Platten zu pressen. Und mehr geht ja nicht. Cooles Konzept auf jeden Fall. Und ich glaube, die wollen auch noch sowas wie eine internationale Schule aufmachen für Operator und sowas. Aber da gibt es bestimmt in der Zukunft mehr Informationen. Auf jeden Fall freuen wir uns hammer drauf. Und gleich geht der erste Flieger hier draußen nach Amsterdam. Dann wird geswitcht nach Bergen und Matter of Fact. Ihr habt mich zum Glück auf alles eingestellt. Ja, wir hatten eben schon wunderbare Turbulenzen. Wir freuen uns darüber. Das schwingt ein. Jetzt geht schon wieder. Wir grooven uns ein, genau. Weiter geht's. Ja, wir sind angekommen endlich und sind jetzt gespannt auf Bergen. Wir sind in Bergen. Ja. Matter of Fact. Matter of Fact. Jetzt haben wir auch noch umgedreht, ne? Kids left me with tears in their eyes this morning, but they woke up with me at 6 o'clock and the celebration and everything. Wir sind jetzt in Norwegen. Im Shuttle fahren direkt zu dieser Schule und gucken uns schon mal die Pressen ein bisschen an. Ich nehme euch dann morgen da direkt mit hin. Aufgeregt, wird richtig geil.
Matter of fact. Guten Morgen. Nachdem wir gestern meinen Geburtstag noch ein bisschen gefeiert haben, hier im wunderschönen Bergen, geht's jetzt ins Presswerk. Wir sehen uns gleich. Ah, andere Seite, ne? Hi, Basti. Nice to see you. Nice to see you. You had a good sleep? Oh yeah, it's like a stone. That's good. It was a good evening yesterday. We're very happy to have you here, so let's go and press some records then, yeah? Yeah. All right? Yeah. Yeah. This is Baste, project head of the Hüsinge Production School. Can you tell us a little bit more about the school, this school project here? Sure. It's called a production school. Basically, we are a school for those students who would drop out of a normal education. So the students come in between 16 and 21 years old, and for whatever reason they drop out, you know. So we have a very practical approach to learning. Yes. So we have different workshops where we produce different goods and services that we actually sell to customers. So you can say this is just a mix between a school and a company. Yes. So we have construction, we have restaurant food, we have a media workshop, and now the newest addition will be vinyl. When the students come in, we try to build their self-esteem, give them a sense of achievement, build them up so they are ready to make the right choice in terms of going back to school, going out in the workforce. So our school is basically to help students that drop out getting back on track. Yeah. That's the short version. Yes. Yeah. Combination of teaching and mechanical. Good. Good morning, Kevin. This is Kevin and Owen. Owen is one of the teachers or the operators here in the pressing plant. And Kevin DaCosta is the guy traveling around the world and showing pressing plants all kind of secrets and teaching them. Hi, my name is Kevin DaCosta. I'm a vinyl manufacturing consultant, lucky enough to be working with Hüsinge Production School here in Bergen, Norway. We have a wonderful opportunity here to do something really unique and very special, which is for the first time ever set up a course designed purely for the education and training of press operators into the industry. But the skills that they learn by operating a press and how to make records are very transferable across many other manufacturing industries, things like hydraulics and electrics, plumbing, the use of steam, cold water, different types of plastics and PVCs and materials that you can use, electroforming. All of these things are part of the process of making a record. The hope is that some of these young people will go on to work in the industry, pressing records, or at least have the skills that they can develop here to then take on into other workplaces. But the soft outcomes arguably are more valuable, which are around confidence building, communication, general diagnostic abilities, the ability to organise a workflow, to operate in a factory, to operate within a team. So we are sort of developing this with Kevin DaCosta, that you also know. Yeah. And we hope that this is something that's going to benefit our students, but maybe also benefit the whole industry. Yeah. Because this has not been done before, to have like a proper training scheme, like 1 year diploma course in vinyl operator. So if we can develop that as we go along, it would be good for us, but we think it would be good for the industry. So you could send students to other pressing plants, exactly. Or yeah. Other pressing plants send out their young people or new operator, even older guys and girls to this place and tell them, okay, you can go over there, learn your skills there, and if you come back, you can start right away. So as you know, it's a very international industry, yes. And there's a pretty good cooperation between the different pressing plants, as far as I know. And yes, just provide the industry with some standards, standards on how to train your operators properly, and maybe especially when you want to recruit younger people in, so that you can have sort of a
Yeah, a standard on how to train your staff properly. That's the aim anyway. Yeah. Really, this is a job that is extremely rewarding in the sense that you can work hard all day, and at the end of the day, you can see the product of what your work has done. You can see the records that you can make, listen to them, and you can be proud of that. And you know, with records, one of the wonderful things is they are your own legacy. They go out there and last for years, decades, longer than any of us. And one of the great pleasures of doing this project is it's a collaboration. We have the wonderful Matter of Fact, a company here really demonstrating what is possible in the art form of making records, doing incredible patterns, looking at different techniques, as well as passing on their exceptionally good insight technically on how the machine works and how to get the very best of it. So it's a wonderful collaboration, and I think hopefully can be somewhat of a template for what could be replicated in other parts of the world. Kurze Einleitung, ich bin der Christian aus Norwegen. Vor 2 Monaten haben wir eine Plattenpresse aufgestellt bekommen von der Firma Newbuild und haben mit der Hilfe von dem Kevin hier die letzten 6 bis 8 Wochen haben wir uns irgendwie mit dem Plattenpressen auseinandergesetzt, was nicht so einfach ist. Das ist eine kleine Wissenschaft tatsächlich. Ja, es ist irgendwie Dampf, Kühlung, Zeiten und ein bisschen Fairy Dust. Ja. Und zwar ganz viel davon. Ganz viel, ja. Naja, und jetzt haben wir Matter of Fact zu Besuch bekommen, unsere großen Brüder in Deutschland. Wir haben eine ganz ähnliche Anlage. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber wir haben den gleichen Aufsteller. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir ein bisschen lernen müssen. Genau. Sachen, die wir noch nicht können. Und deswegen sind wir bei euch. Ganz genau. Wir gucken, ob wir hier vernünftige Platten rauskriegen. Ja, die kriegen wir schon raus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir eine andere Farbe rausbekommen. Genau, das ist jetzt der Hintergrund. Wir wollen jetzt einmal den Extruder leer fahren. Wir haben wollen einen Farbwechsel machen. Wir haben mit 500 Kilo angefangen. Unsere erste Bestellung. Alles schwarz natürlich. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie uns entschieden, ein bisschen Farbe zu verwenden. Und natürlich auch diese Splatter-Geschichten. Genau. So ein Das bisschen testen wir dann morgen mal. Ne? Special. Ja, genau, die sind immer gut zum Rausziehen. Ja. Jetzt wird's green. Jawohl. Und wenn du denn so geil warst und unten den Hahn da nicht zugemacht hast. Doch, alles schon gehabt. Upsi. Ja, Mann. Das kann ich mir vorstellen. So. Madness. Green Madness. So, das reicht. Ja. So, also ich fange mal an zu fördern, dass wir mal hier ein bisschen was hochkriegen. Aber wir könnten das ja eigentlich auch nutzen, da deine Anlage ja so super schnell ist, können wir ja auch mal, kann ich dir schon mal mit diesem Farbwechsel Wollte ich gerade sagen, ein bisschen schwarz mit transparent grün drin. ein bisschen mal was zeigen. das Und wär dann kann ich dir ja gleich mal zeigen. Ich kann es jetzt nicht zu schnell hochfördern, wir machen es ja schon mit 400 Umdrehungen, weil wenn du zu schnell förderst, kann das auch sein, dass das Granulat innen drin noch nicht durch ist. Ja. Dann hast du halt eine Schlange, die ganz viele Pickel hat. Weißt du? Genau. Obwohl du siehst, der hat Der gearbeitet kaum. kommt jetzt. Jetzt fängt er so langsam an. Ja, da haben wir Hydraulik. 14 Bar Dampf. Dampf ist auch schon da, oder? Dampf ist schon da, ja. Der Dampf war schon hier, als wir noch nicht angekommen sind. Nee, ist immer noch ganz schwarz. Ja, nee, ist aber schon grün mit bei. Da ist es ein bisschen. Kommt schon grün in der Mitte ein bisschen. Ja. Schon. Aber hast du hochgesetzt? Ich habe jetzt ein bisschen, Genau, ein bisschen war schneller 400 gemacht. vorher, ne? Ja, genau. Genau, das ist jetzt ein bisschen. Geht ein bisschen schneller, ja. Genau. Den Extruder habe ich jetzt nicht gestartet, dann lasse ich mal. Naja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der knallt oder nicht. Ja, das ist tatsächlich die Mit der einzige. Kupfergeschichte. Naja. Jetzt kommt er gleich.
Der knallt immer noch. Alter! Sexy. Ah, Alter, das ist so schön, die Platte. Ja. Nee, die gehe ich mal. Oh! Sexy as hell. Das sieht aus wie Stitching. Ja. Ist auch ein bisschen, ne? Die ist auch noch nicht warm, na klar. Und dann heißt es wieder die ersten 10 Platten, Einstellungen fahren, gucken und dann kannst du Gas geben. Keine Frage. So we have the exact same setup as a matter of fact, but we are smaller. We have a single Yes, press. yes. But we have the same infrastructure, we have the same modern press. So, and I believe we are the only 2 pressing plants in the world who's got that system running now. Is that true? Yeah. And it's a unique system. We use an active cooling system and not with heat changing. The Isenthal is the company from Rostock who helped, matter of fact, to get this amazing project done. And So basically, we copied what you guys have done. So because we went to visit you before, and then we saw, okay, wow, this is a great operation, you know. So we're very happy to have that same type of setup as you, for sure. Yeah. Raven, komm. Du mal Lucke Pressenshop. Das können wir mal schnell erwähnen. Der Ölwin hier, das ist mein Arbeitskollege in der Schule hier in Hüssingen. Und der Ölwin, der arbeitet mit mir zusammen als Lehrer. Und ich bin, der macht mehr die pädagogische Geschichte, wo ich dann eher der Techniker bin. Ja. Und der Ölwin, der muss natürlich auch hier jeden Tag Schallplatten drucken. So ist es nicht. I'm Øyvind, and what I've been doing earlier is that I used to be a U teacher in social science and mathematics. Then 8 years ago, then I started here at Hysingen. I'm now going to start here at the pressing records, together with Christian. So I will be here together with 6 students probably, and we will teach them how to press records and also how to handling the customer and all that stuff. Probably after they've been here, they could go to, maybe some of them will probably go to a school, some of them will go out there starting to get a job, and that's the main goal for everybody, just to get a job, doing something important. Frank, tust mir mal einen Gefallen? Kannst du die rausnehmen, die Geschichte? Der ist gerade so heiß. Das kriege ich... Muss mal den Druck ein bisschen reduzieren. Guck mal, ihr drückt mit 130 Bar. 120 sollte er machen. Ja, sollte er, aber macht er nicht. Und vielleicht ist das auch das Problem. Dass die so knallt. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr hier seid, weil, wie wir heute Morgen schon mitbekommen haben, geht es nicht nur darum, die Maschine zu bedienen, sondern auch sich mit der Maschine auszukennen. Genau. Was passiert, wenn wir von 180 auf 140 Gramm Holz gehen? Wie müssen wir die einstellen, dass die Löcher perfekt, dass die Pins aufeinander stoßen? Das sind so eine Kleinigkeiten, die uns nicht jeder oder überhaupt nicht vermittelt wurden. Ja? Und das natürlich gehen die Augen auf bei mir und bin sehr dankbar. Und es ist nicht nur die farbige Geschichte, sondern es geht auch wirklich um, wie funktioniert die Maschine? Warum? Was passiert, wenn ich 2 Sekunden länger mache? Was passiert, wenn ich 2 Sekunden kürzer mache? Ja? Warum lässt sich der Druck nicht regulieren? Ja? So eine Geschichte. Das ist halt Learning by doing. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Wir machen das alleine für die nächsten 12 Jahre. Oder wir haben den großen Bruder zu besuchen, der uns hilft, das richtig zu machen. Und beim ersten Mal auch gerne. Ja? Und dann ist halt irgendwie, darum sind die hier. Nicht wegen mir, sondern wegen der Presse. Und wir freuen uns. Wir müssen auf jeden Fall den Druck einstellen. Und dann hinten Manometer machen. Weil das ist einfach zu viel. Die pressen mit 130 Bar. 128. Ja, hier kannst du nichts machen. Nee. Hier ist aber eine Anzeige ist nicht da. Aber Hier kann ich ihn einstellen. Hier. Alles klar, gut? Alles klar. Das ist da. Also mir fehlt nur das Manometer, ja? heißt sich vielleicht auch Um den rein oder rauszuschrauben, ist eine Kontermutter. Na klar. Genau. Ja, aber die Lose, vielleicht kann sich das echt? auch verstellt haben. Dafür Ja, Zeittag 1, 128 Bar. ja, ist zu viel. Okay. Du guckst, ich drehe, weil ich bin mir jetzt gar nicht sicher, in welche Richtung. Und da machen wir Presse, ne?
Genau, du gehst auf die Presse und machst einfach den Druck. Warte. Ja, 110. Okay, jetzt sind wir bei 110 ungefähr. Ja, Ja. das würde ich jetzt tatsächlich mal testen. Dass du da mal ein bisschen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so ein Licht besorge, was wir in Autowerkstätten benutzen. Das ist so ein Zebralicht. Und da siehst du sofort, ob du da irgendwelche Verkrümmungen hast. Die ihr nicht zufrieden seid. Ja. Genau. Aber die kriegt der Kunde Dann nicht. wird ausgepanscht, Genau. Und dann würden sie zermalt. und ich mache mit meinem eigenen Label generell aus recyceltem Öl. Ja, genau. Ja. 110, super. Sind wir 10 Bar. 10 Bar weniger. Mal gucken, ob es immer noch so knallt. Das ist auch nachher, wenn du 500 Platten presst oder so, dann steht der Stempel. Also Ah, die knallt immer noch. Aber gib mal her die Platte. Ich würde die mal gerne wiegen wollen. Pressing vinyl as yourself is something that would really appeal to the young ones. They would find it that this is an interesting type of production. Something special connected to music. Exactly. Yeah. Yeah. Hopefully. So this is why we do it. We have this project to help the kids, for sure. That's the most important. But in order for us to do that, we have to become good at what we're doing, pressing vinyl. So they sort of go hand in getting hand. real clients, making real orders with the students together. That's a real special thing because they know you're not only teaching them, they have a product in their hand from a band which gets sold outside to someone. Maybe they can meet the band. Maybe they are some of the heroes or whatever, you know. So the thing is that they're actually producing vinyl music for artists that they might know or like. I believe that's going to be a factor to sort of stimulate them and make this thing a success. And everything is about art, and usually everyone is more carefully with art. It's not a product. No. Just a product. It's something more, really. Yeah, it's something more. It's music, you know. Yeah. So yeah. Bist du den bäst? Den här. Altså, vi prøver å se på han popper så masse da. Da kotzen da jedes Mal. Das kommt jetzt ran. Jedes Mal irgendwas Neues. Ja, aber es ist Übertype. Das ist ist kaputt. Ja, der passt das nicht rein. So, ist da eine rote oder eine grüne oder eine blaue oder eine gelbe drin? Hello, I am Evan, and I am part of the vinyl factory in here. And my background is that I've been a musician all my life. So that's kind of how I got into records and making vinyl and stuff like that. So my part in there is kind of since I've been a musician, I know a lot of musicians and I know a lot of that. I've got a good network and stuff like that for people that might be interested in working with us and so forth. Also, I'm a really positive, optimistic kind of guy, which is always good to have around. Aber beim Schließen siehst du auch nicht. Ich würde erwarten, dass wenn die nicht in der Flucht stehen, dass du das siehst, dass wenn der sich schließt, dass die sich irgendwie einwackeln in dem Sinne. Die geht super zu, aber knallt beim Aufmachen. Welche Farben haben die Federn? Da müssen die gelben rein. Ja, weil die das auch ist wichtig. kleiner sind. Und gelb haben wir leider nicht. Und die grünen sind so steif, dass sie uns die Nylon-Pins sind unten durchgeknallt. Durchgeknallt, ja. Und dann sind die Federn die ganze Zeit drauf geschliffen. Und dann sind die Federn draufgeschliffen und eine Unterlegscheibe ist rausgegangen, unter die Mold, 20 Platten gepresst und Mold, komplette Mold verbogen. Erst hatte ich vermutet, da ist gar keine drin. Das ist so leicht, das sind alle gleich eingestellt, aber die sind so lapprig. Und die ist trotzdem sind gleich lang. Ja, ich habe aufgehabt. Können wir nicht von oben reingucken, oder? Hattet ihr die auf? Alle? Nee, nur eine. Alle nicht, nur den einen Nee, hier. eine. Die brauchst du angeballert. Die steht So jetzt, Alter, alle 4. Ja, Guck mal, wenn die beiden übereinander sind, die sind zentriert, das ist klar. Aber das Ding hier hat noch Spielraum. Das heißt, auch wenn das Ding zentriert ist und das nicht zentriert ist und die beiden irgendwie versetzt ineinander eintauchen,
ein Stückchen. Also das ist im Grunde nur der Halter hier. Genau, das ist nur einfach nur für die Buchmol an Die beiden sind dann zentriert wahrscheinlich. Aber nicht die Mold. Aber nicht die in Molds der- an sich selber, ja genau. Genau. Also die Heizelemente in dem Sinne. Das Ja, ist das. Sollen die nachher anhängen und dann. Killer King Fu Manchu gibt empfehlen Sie das Lied. So gehen wir heute Abend auf die Techno-Party oder was? Ja. Wir fahren jetzt mit der Zahnradbahn und Top of the Mountain wird bastet zusammen und gucken uns das mal da oben an. Bergen ist wunderschön. Here the different areas. Like this whole part is called Lourdes. And the venue where we were playing, you see the big pipe? Is there? Yeah. That's the venue, the old factory. The school is just down there, the other side of the village. Ah ja, ich sehe. Ja. You want to go for a quick bite of coffee and walk to the restaurant? Yes, yes. Oh, ich habe heute mal ausgiebig Frühstück gegessen. Hast du echt mehr als Joghurt? Gestern war das nicht der Fall. So. Heute ist Tag 2. Die Jungs sind schon fleißig. Gestern haben wir schon ein paar Resultate gehabt oder schöne Resultate. Wir haben farbige Platten gepresst, Farbwechsel gemacht. Den Jungs ein paar Tricks gezeigt hier, die Anlage optimiert und heute tasten wir uns dann an Splatter-Vinyl ran. Der Christian und der Maui, die bereiten schon alles vor. Und ja, zum Christian gehen wir heute noch. Der hat wohl ein richtig geiles Studio-Projekt, Werkstatt, so. Das gucken wir uns heute noch an. Ja, gestern dann nach dem Feierabend haben wir dann noch schön Sightseeing gemacht, waren oben auf dem Berg, ganz oben drauf. War ein sonniger Tag. Heute ist dann wohl Regen angesagt, morgen auch. Ich bin gespannt, was die heute für Platten pressen. Heute ist Splatter dran. Und ja, auf einen schönen Tag in Norwegen. Weiter Fact. Heute wird mir das Donut-Machen beigebracht. Genau. Und zwar brauchen wir dafür die Wärme und eine kleine Wanne zum Aufwärmen. Handelsübliche Rotlichtlampe, um halt das Granulat ein bisschen anzuwärmen. Ist drin? Ist. Alles klar. So, dann lass mal. Genau. Jetzt lass mal Hühnchen machen. Oh ja, die hat gleich da. Ich auf 2. Lass uns mal erstmal auf 1 gehen. wird Erstmal reichen. antesten, wie sie funktioniert. Ich würde sagen, machen wir die Tüte mal auf und hauen hier einfach mal was rein. Was sagst du? Wollen wir hier noch irgendwas unterlegen? Tuchmäßig? Ja, ich habe auch schon überlegt. Wir müssen gierig sein. Ja, ich weiß. Nami. Das kommt jetzt bei 300 Grad in den Ofen. Ich habe Thermometer hier. Wir können schnell. Ja, können wir eine das ist Probe mehr so eine reinstecken. Gefühlsgeschichte. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt anfängt zu kleben. sowas nehme und hier einen kleinen Ball draus formen kann, dann denke ich, sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen. Und viel heißer sollte es dann ja auch nicht sein, weil dann backst zusammen oder verbrennen in dem Fall. Dann weißt du, die Gase, das ist ja alles nicht so das Tollste. Aber weißt du was? Ich gehe mal den Dampf anmachen. Machen wir mal das Licht an. Und hier ist ja der Generator. Ganz klein und bescheiden, elektrisch und ganz leise. Jetzt machen wir mal an. Ja, und jetzt warten wir noch 10 Minuten. Und dann sind wir schon Business. Alles klar, gehen wir zurück.
Ja, das ist eigentlich aus meinem 3D-Drucker, der ABS drucken kann. Der steht in so einer Wärmekammer bei 100 Grad Celsius. Und das ist irgendwie Hochtemperatur, Hochdruck, alles Mögliche. Ich mache jetzt keine Reklame, aber ist gutes Zeug. Was ist mit Basta? Ich geh mal holen. Mein Chef, der will gerne dabei sein. Machen wir. Actually, it's to keep chicken eggs warm. So you just get a feel for it. Yeah, just get a feel for it. If it starts to get sticky. Yeah. It should not be sticky. Yeah, it should be. It should be sticky. It's a bit tacky, right? So if you're able to make a ball, you got the temperature, you got the material in the right temperature. So it's like, I reckon the distance of the lamp has a lot to say to not carbonize the material. So too hot is not good, too cold is not good. Too cold, it will sound rough, and too hot, it will dissipate too much. Sure. And it would destroy the stamper if we get the cold material in. And then we're increasing H1 and H2 to give a bit more heat before we close the press to make sure that material is like melting properly. Yeah. So lots of preheat. Yeah. Definitely. Then we're rolling the cake inside the heating bath, sort of. Sprinkles on the cake. Just on the outside. Yeah. He said if you do it on the front and on the back, you will never be able to create a record which is similar on each side. But if you do it on the edges of the cake, gives you a nice result. Now we lubricated the hinges in the back of the mold, and hopefully it will help to remove that popping sound. Yeah. You know, so. Ja, basta. Hier muss man sich ein bisschen beeilen, es ist heiß, aber es klebt noch nicht richtig. Es ist noch ein bisschen kalt, ja. Ja. Happy cake. Ich habe jetzt hier auch die Heizzeit vorne ein bisschen erhöht, ne, um 1 Sekunde. Ja. Wieder ein bisschen mehr Zeit hat noch, bevor er zum Schmelzen. It might be that our mediums which we're working are very constant. It's very dry steam, very cold water. So that's maybe one of the reasons why our press is banging as it does, you know. Ja, gut. Dann müssen wir ein bisschen mehr Gold. We need more gold. More gold. Also ich habe ja jetzt den. This is very nice, you know. There is a few, but again, it's a used stamper. I tried to polish it several times. We check another record. If not, we give that grub screw just a quarter turn. It's most likely, I heard it 2 days ago, that the spring was starting to touch also that every turn we're touching, you know. It's very nice. Give the machine like 5 records. Yeah, sure. The whole will be there, I think. Warm up properly, yeah. It's nice. So what do you think? See, it's always different. From granulate to granulate, you use opaque or clear vinyl, and the heat. You can do a lot of different stuff with the splitter. Es klebt noch nicht so richtig, ich will das panieren, aber das will ich dir mal zeigen, weil das Endresultat, das sieht für mich am schönsten aus beim Splattern. But this is the fun bit, really, you know. And like you say, it's getting that sweet spot of cool pattern, but the sound is good. And that's why we do. Each client from us gets, with each order, each client gets 5 special records. Really lovely idea. And in this moment, the operator can try to do something. Oh, we have this color here in this machine, this. Let's do that. And they learn with the process, not only within splatter order. They do specials for the clients and make splatter. It's a great idea. Each day, and can test different granulates, and I'm sure that the client gets really excited about that little extra that you've done for them. You know? It doesn't really have to be any compromise on the sound quality if you know what you're doing. It's a careful technique. You have to be careful, as Frank is. But if you get that right, there's no compromise in the sound, and you've got an amazing technique, colour. Lassen wir den stehen während des Pressens von Hohlnotfläche nach. Die liegen eine halbe Stunde oben drauf. Dann ziehen die schon Feuchtigkeit, ja. Wo ist denn das Label hin? Das ein bisschen hängt noch dran, aber na ja, gut. War nicht ganz trocken. Nee, noch nicht. Ich habe mit dem Dan aus Amerika so einen Stapel mit Bake-Free Labels bekommen. Sind das die? Nee. Und die funktionieren, aber die explodieren teilweise. Und die machen den Eindruck, als wären die schon overbaked. Ja?
Aber wir haben mal ein bisschen Feuchtigkeitsprobleme. Hier regnet es ja nur zweimal im Jahr. Also wenn das Fenster aufmacht, dann sind unsere Label feucht. Ja. Schon überlegt mit dem Chris und dem Paul. Das Explodieren ist halt immer, wir würden dann immer sagen, rausschmeißen. So eine Weil einmal explodieren heißt, du putzt eine halbe Stunde lang den Stempel. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Kontrolliere aber mal unten. Der unten, der verschwindet auch. Dass hier die Schraube los ist, weißt du? Da komme ich gar nicht ran jetzt. Was war das, was wir machen wollten? Wir wollten jetzt auf jeden Fall mal eine Quali-Hörprobe machen. Genau. Dann gehe ich mal kurz aufwärmen, den Plattenspieler. Ne? Danke. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Ja, du hörst das Gold. Das machst du wirklich. Du kannst das hören, wo die Goldstreifen sind. In meiner Welt würde ich 20 Sekunden Intro machen. Dann würde ich kurz zwischen den Liedern hören und das Outro mir anhören. Das ist mir das Wichtigste. Der wird gepresst. Genau. Bluetooth-Kopfhörer werden gepresst und dann hörst du halt mal die ganze Scheibe an. Genau. Das war ja auch öfter mal. Ja. Dass du dich auch ein bisschen dran gewöhnst. Das ist ein Werkzeug, wo ich überlegt habe, dass wir das mitnehmen in die Schule. Ja. Die CNC-Maschine, die haben wir auch schon in der Schule geschenkt. Außer dem Drucker und der CNC-Maschine ist alles privat. Ja. Der ist mein privater, der Färberlaserbrenner, 3D-Drucker, das ich schon mal erwähnt habe, irgendwie nicht selber aufgebaut. Jetzt habe ich das Werkzeug und jetzt hoffe ich, dass ich den hier reingekriegt. Ich habe die Wand aufgeschnitten. Was soll man machen? Das ist mein Drucker. Ja. 250 mal 1,30. Oh mein Gott. Und dann können wir Z-Achse auf bis zu 150 ziehen. Just a printer. Yeah, just a small one. Ich habe so eine RIP-Software, womit ich ein Bild auf Fliesen verteilen kann. Das heißt also, ich kann 20 so eine Platten nehmen, kann MOV-Logo auf 20 Platten verteilen und dann legst du die Platten einfach zusammen und machst dir ein 15 x 15 Meter großes Logo auf Holzplatten oder auf Metallplatten oder Plastik. Was für Farbe? Also ein CMYK und Weiß und Varnish. Also der macht Klarlack noch oben drauf und macht Weiß. Also macht 6 Farben. Also 4 Druckkopfer, funktioniert wunderbar. Hier zum Beispiel habe ich überlegt, Oszilloskop mitzunehmen. Oszilloskop anzuschließen, Mikrofon, reinquatschen, sich die Wellen angucken, das gleiche Signal an einen Dubplate-Cutter zu schicken, die Platte schneiden und dann sich unter dem Mikroskop die Spuren angucken, ganz genau. Und dafür sind halt ein paar von diesen Geräten da. Ich habe halt ganz viel Elektronik entwickelt. Hier unten ist übrigens mein Waffeleisen. So sieht er aus. Das ist die Steuerung. Ist nur ganz easy. Ich habe den jetzt noch nicht fertig gebaut. Aber so sieht's aus. Mehr ist es nicht. 2 Halsplatten, 2 Warme-Elemente, dann gibt es so eine Slipmats dazu. Und dann habe ich noch einen Zentrierungspin entwickelt, womit die Platten wirklich also dass die über der Flucht stehen. Ja, dann mache ich Temperatur an, dann ist eine halbe Stunde später die Platte wieder gerade. Das ist mein Ultraschallwascher für meine 7 Zoller. Wenn ich die aus Jamaika bekomme, dann sind die oft ganz staubig und dreckig. Dann kriege ich hier bis zu 25 Platten gestackt und dann laufe ich halt 15 Minuten und dann benutze ich ein Reinigungsmittel für Gartenmöbel. Ich habe Salo ausprobiert, Waschpulver, Alkohol, Isopropanol, alles ausprobiert. Das Zeug hier, 35 Grad Celsius, jede Platte sauber. Rein analog. Da hat der ein rein analog Apparat. Da ist die Fernbedienung. Ja. Lark 224 Original. Und zwar auch noch das Originalkabel. Oh ja. Und schön mal so auch richtig lang. Ja, natürlich. Das packe ich dir ein, ich schicke dir das. Machen wir auf Lebenszeit. Guckst du dir an, ob es gefällt oder nicht. Und dann kannst du ja sagen, hey, den habe ich aus Norwegen bekommen. It's like a porno. Das ist Porno. Gar keine Frage. For you guys it is. Für die Röhren, ein bisschen 12 Volt, also so sieht's aus, das Ding. Und wie heißt es, deine Dubbox? Dubmaster. Das ist halt für Reggae, für meine Reggae-Geschichte. Ja. Kannst du hier. Das ist halt und dann ein kleines Spiel. Genau. Ja.
ist halt irgendwie ganz geil damit. Da kannst du mit rumspielen und schön Geräusche machen. Und dazu gibt's halt den Spring. Ja. Und Der kommt auch noch mit rein, oder? nee, den gibt's extern. Ja, den kannst du Ja, damit du auch rankommst an die Feder, ne? Spring rein und Spring raus. Das bedruckt. Ja, Leute, letzter Tag hier in Norwegen. Wetter muss man sich dran gewöhnen. Es regnet hier zu 90% irgendwie, Gefühl. Ja, heute noch mal kurz ein bisschen in die Produktion. Heute Abend ein bisschen Action, ein bisschen ein paar Platten auflegen, Leute über die Tanzfläche schicken. Ja, war auf jeden Fall ein super Erlebnis, super Abenteuer mit den Jungs hier, mit dem Team. Ja, let's do it. Matter of fact. Konnten ja nun auch schon viel zeigen, machen. Farbwechsel war wichtig, so ein bisschen Servicekram an der Maschine, Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte und immer regelmäßig gemacht werden sollten. Das konnte ich Ihnen schon ganz gut zeigen. Dann haben wir Splatter-Vinyl einmal zeigen können und machen können zusammen. Und wir hatten halt das Problem, dass die Maschine noch sehr doll aufknallt nach dem Pressvorgang. Und das versuchen wir heute noch zu beheben, bevor wir wieder nach Hause fliegen. Und dann denke ich, sind die Jungs eigentlich schon mal ganz gut gerüstet, um mal in die Produktion zu gehen. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Anlage. Bin hier ein bisschen neidisch, was den Dampf angeht, dass der immer so schnell da ist. Aber ja, ich denke, wir haben hier schon gut viel Sachen mitteilen können, die sie mitnehmen konnten. Schmierungen, die Führungen, die deckst du ab. Und wenn du die rausnimmst, dann hast du die gleichzeitig mitgeschmiert. Hast du die Scheiben schon drin? Nein, ich wollte jetzt erstmal eine Platte, weil jetzt senkt die Mold sich ja. Oder die ganze Buckmold senkt sich ja jetzt, um das jetzt zu verhindern, irgendwie Beschädigung zu verursachen. Ja. Habe ich da jetzt einfach mal was draufgelegt. Ey, es gibt's ja nicht. Was ist mit den Fingern los? Die Erdanziehung in Norwegen ist krass. Ich bin hier angekommen, das Laufen fiel mir schwer. Ja? Nee. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. So, ich habe mal Dampf gemacht. Oder angemacht wenigstens, da müssen wir noch ein bisschen warten. Die Presse schlägt immer noch. Und zwar schlägt die beim Aufmachen. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Der Buckmold ist federbelastet. Das heißt also, wenn der Druck von der Presse nachlässt, dann müssten die Federn beim Öffnen für die Bewegung kompensieren. Und der müsste langsam und sauber aufgehen. Wir haben keine klebenden Platten. Wir haben auch alle möglichen Temperaturen ausprobiert und wir kriegen das nicht so richtig hin. Jetzt haben wir Unterlegscheiben unter die Federn gemacht, um den Druck zu erhöhen, weil Federn haben wir leider nicht dazu bekommen. Ob die sich verändert haben durch Wärme und Druck, ist halt ewige Belastung zwischen Kälte und Wärme. Ja. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, jetzt muss ich mal ein bisschen YouTube für meine kleine Tochter raussuchen. Jetzt fängt er so langsam an, 2 Bar haben wir schon. Ja. Ich mache normalerweise den Kondensator leer. So wenig wie wir arbeiten, haben wir bestimmt 150 Liter Wasser hier drin. Ja. Und dann kommt der Dampf hier angeschossen mit 200 Grad. Und das wackelt bei mir genauso wie bei dir. Aber nur der hier. Ja. Das Thermometer da oben besteht und wackelt wie Sau. Ja. Aber ja, das war bei uns tatsächlich kurzzeitig das Problem, weil wir gewisse Schaugläser hatten und die wurden beschädigt. Wir vermuten, dass wir ziemlich schmutzigen Dampf hatten, da mehr Wasser drin war als üblich. Na klar. War mal kurzzeitig das Problem, aber wir konnten es beheben. Ja, vor einem Monat habe ich hier reingeguckt. Ja. Ich habe die Anlage angemacht, kam morgens wieder, hatte den See hier drinnen stehen. Ich konnte es gar nicht verstehen. Ja. Das dann weggewischt, alles getrocknet, Anlage gestartet, furztrocken. Und dann hat sich da rausgestellt, dass dahinter eine Dichtung ist. Und die Dichtung, der Deckel sitzt von innen. Also wenn du den Druck aufbaust, dann wird der dicht. Ja, und wenn der Dampf abfällt, ist mir das ganze Kondensat rausgelaufen. Muss man ja wissen. Okay, naja, wo sind wir? Wir sind jetzt schon bei 2,6 Bar. Gut. Dann haben wir noch ein paar Minuten, dann geht's los. Schöne Geräusche. Ich liebe es, wenn die Presse schließt. Das ist irgendwie das Futuristical Sound. Mach uns mal eine Spindel frei. Wir fahren ja 118 Bar jetzt. Ja, genau. Was wäre, wenn wir auf 122 gehen?
Warum? Mehr Flash, dünnere Platte. Nee, das kann ich hier mit der Heizung jetzt. H3. H3 meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Da kann ich jetzt zum Der Beispiel, regelst praktisch das Gewicht nochmal. Genau, Sekunde genau. auf und dann verlierst du 10 Gramm. ja. Ich habe jetzt mal eine halbe Sekunde gemacht, damit wir so auf 190 kommen. Gut zu wissen. So kannst du dann nachher nochmal einstellen, so ein bisschen, gebe ich nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Oder wenn du das Gewicht reduzieren willst, kannst du auch hinten an dem kleinen schwarzen Rand den Druck, weißt du, hier, wo du die Geschwindigkeit ein bisschen, da kannst du auch noch mal beigehen. Wenn du am Setup jetzt nichts mehr verstellen willst, Okay. kannst du da auch noch mal, Jetzt machst du ein bisschen wärmer, fließt ein bisschen besser. genau. Gibt's Und mehr jetzt- Flash? Genau. Und sehen wir die zweite, jetzt kommt mit dem, ich bin jetzt ja hier eine halbe Sekunde hochgegangen, die zweite nachher wird schon so bei 190 liegen. Die ist tipptopp. So. Jawohl. So wollen wir das sehen. Ach, jetzt lass mich mal machen. Ja, Mann. Hervorragend. So soll's sein. Schön. Toll, Großer. Gut Ich gemacht. krieg ja Gänsehaut hier. Digga, jetzt ist Aber rein. wolltest du gerade sagen, ich seh's hier, ich seh's. Toll. Schöne. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Und die Platten sind gut. Ja, Mann, Die sind wir hören echt, nicht guck auf. mal, Wir guck hören mal. nicht auf. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Hey, Hammer. Do you use No. some fat? We use lubrication and we put some washers under to Yeah. extend the movement or to reduce the movement to get more pressure. The big, The big yellow ones. Yeah. Yeah. So we put some washers under to get more pressure. right. And if you look now, it's opening very, very nicely. Som nu. Du smäller nicht in die Helle Gott. Ja. Aber ich denke, wir haben es jetzt erstmal grob behoben. Ein Traum. Ein Traum. Sein, dass du die morgens ein bisschen einfetten musst. Ja, eben. Dass wir jetzt vielleicht Du, hier das, den hier noch das mal machen wir zur Routinearbeit. Da werden unsere Studenten die morgens ausbauen, abschleifen, sauber machen, einfetten, zusammenbauen. Dann haben die auch was zu tun. Und die Maschine läuft. Ich habe direkt mal Daniel geschrieben, dass wir wahrscheinlich das Problem hier gefunden haben. Die Maschine knallt sehr laut beim Aufgehen. Und wir hatten das Problem am Anfang auch. Wahrscheinlich muss sie erst mal einlaufen richtig, aber wir haben es jetzt ein bisschen improvisiert gekriegt. Und der Christian konnte dabei auch gleich viele Dinge lernen. Workaround, was macht der, wenn er morgens anfängt hier? Was machen die Studenten, wenn sie morgens anfangen hier? Und ich glaube, wir haben es hingekriegt. Wir hatten das Problem auch, wie gesagt, und so eine Maschine, die ist nagelneu, die muss einlaufen, die muss heiß werden, kalt werden, Abrieb erzeugen, alle Bauteile fassen immer mehr ineinander. Aber wenn man weiß, woran es liegt, dann ist ein Problem kein Problem mehr, sondern gehört mit zum Workflow und dann kann man weitermachen. Nice. Just working then. Yeah, I know. But tonight, yeah. nice. But I'm going to get to a dark corner because no one needs to see me dance. But trust me. No, I join you. I'll be in the corner then. Right. Less light, please. Irgendwas habe ich bestimmt in der Tasche, was ruhiger anfängt, glaube ich. Einen ruhigeren Song. Wir fahren jetzt nämlich gleich in den Club, wo wir beide spielen, ich und Frank. Ich bin gut mit durch, weil jetzt mitten in der Nacht aufgestanden. Gestern war ein langer Tag. Aber die erste Platte und dann bin ich wieder wach. Wir haben vorhin schon einen Soundcheck gemacht, das sieht schon richtig gut aus da. Ich muss erstmal aufwachen. Ey. Ja, Mellow Fag. Kippe und Bier. Ja, wir sind auch nur Menschen. Wir haben Bedürfnisse. Das wird auf jeden Fall ein krönender Abschluss. Absolut. Da freue ich mich drauf. Wir spielen von 2 bis 4 und dann ist hier wohl irgendwie Sperrstunde. Morgen schlafen wir erstmal schön aus, bis um 2. Und dann ist Late Checkout und dann geht's ab nach Hause. Zur Family. Dann geht's ab. Genau. Come on, smoke up. Come on.